Das kennt mit Sicherheit jeder Tennistrainer von euch. Es regnet und das Tennistraining muss unterbrochen oder abgebrochen werden. Und natürlich wurde das Tennistraining bezahlt und jetzt ist natürlich die Frage, welche Möglichkeiten habt ihr? Was könnt ihr machen, wenn das Tennistraining nicht stattfinden kann? Was könnt ihr als Alternative machen? Darum soll es in diesem Video gehen. Viel Spaß! Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin der Martin und Leute, schaut euch dieses geile Wetter an. 25 Grad, strahlender Sonnenschein und die beste Voraussetzung, Tennis zu spielen und natürlich auch Training zu machen. Ihr wisst es natürlich selber, das war in diesem Sommer nicht die absolute Selbstverständlichkeit. Wir hatten extrem viele Regentage gehabt und diese hatten natürlich auch Auswirkungen auf den Tennissport und auch auf das Training. In diesem Video möchte ich euch 6 Möglichkeiten zeigen, 6 Tipps geben, was ihr machen könnt, wenn euer Tennistraining aufgrund von schlechtem Wetter oder Regen unterbrochen werden muss. Fangen wir erstmal mit dem Grundsätzlichen an. Ihr seid Tennistrainer und ich vermute mal, die wenigsten von euch werden in der komfortablen Situation sein, wenn schlechtes Wetter ist, einfach so in die Halle gehen zu können und dort das Training einfach in der Halle durchführen zu können. Das ist natürlich der Optimalfall, aber ist das wirklich gang und gäbe? Gerade auf den Dörfern, gerade in den kleinen Tennisclubs, haben die Möglichkeiten, einfach so mal in die Halle zu gehen und dort das Tennistraining weiterzuführen? Ich denke nicht. Und ähnliche Situationen haben wir natürlich auch hier. Wir sind jetzt ein kleiner städtischer Club, haben hier eine Tennishalle, aber wir haben es bei uns in dem Verein so geregelt, dass wir in jedem Fall unser Tennistraining durchführen lassen bei schlechtem Wetter. Allerdings geht es dann bei uns nicht in die Halle, weil das für uns natürlich relativ schwierig ist zu kalkulieren mit den Hallenkosten. Die Eltern bzw. die Trainingsteilnehmer bezahlen ja einen gewissen Betrag fürs Training und dort ist nicht enthalten oder dort können wir nicht kalkulieren, dass wir von 18 Übungseinheiten 6 in der Halle durchführen. Und deswegen haben wir hier die Vereinbarung, dass wenn aufgrund von schlechter Witterung nicht Tennis gespielt werden kann, dass die Stunde dann trotzdem auf jeden Fall stattfindet. Und da muss man sich natürlich Alternativen überlegen. Jetzt muss man natürlich einen Unterschied machen, ob es über mehrere Stunden gar nicht spielbar ist, also es im Vorhinein schon feststeht, dass die Stunde definitiv nicht stattfinden wird, oder wir haben einen kleinen Schauer, da stellt man sich kurz unter und geht dann wieder auf den Platz. Was ist aber, wenn ich die Stunde definitiv nicht durchführen kann auf dem Tennisplatz? Welche Möglichkeiten habe ich? Und dann kommen wir jetzt zu den 6 Tipps, zu den 6 Möglichkeiten, die ich euch vorstellen möchte. Mein Tipp Nummer 1, wenn es regnet: Theorieunterricht. Ist relativ sinnvoll. Warum? Weil ihr werdet feststellen, gerade Kinder noch überhaupt keine Ahnung vom Regelwerk und von der Zählweise und so weiter beim Tennis haben. Wie viel Zeit habe ich nach meinen Ballwechseln, wenn ich ein Turnier spiele? Wie wird gezählt? Viele Kinder wissen gar nicht, wie gezählt wird. Viele Kinder wissen gar nicht, was ein Tiebreak ist. Viele Kinder wissen gar nicht, was ein Match-Tiebreak ist. Und das sind alles Sachen, die könnt ihr in der Regenunterbrechung wunderbar mit den Teilnehmern besprechen und dann so letztendlich viel Zeit gewinnen, wenn ihr später auf dem Court seid und ihr auf dem Court dann einfach nicht mehr machen müsst, weil ihr es eben in der Theoriestunde den Teilnehmern gezeigt habt. An dieser Stelle möchte ich euch etwas an die Hand geben. Ich habe nämlich hier einen Multiple-Choice-Test aufgesetzt und den möchte ich euch einfach frei zum Download hier unter diesem Video in der Videobeschreibung zur Verfügung stellen. Das ist natürlich was, das könnt ihr jetzt nicht immer machen, aber das ist eine ganz nette Möglichkeit, wenn ihr einen Regentag habt, einfach mal die Kids beiseite zu nehmen und mit denen so einen Test zu machen. Und natürlich, ganz wichtig, diesen Test einfach mal auch zu besprechen. Mir persönlich gibt dieser Test eigentlich immer ein ganz gutes Feedback auch. Was wissen die Kinder überhaupt über Tennis? Wie weit sind sie schon? Und das ist nämlich dann nicht nur eine ganz gute Übung für die Kinder, sondern auch eine gute Rückmeldung für mich als Trainer, um einfach mal zu wissen, was muss ich denen eigentlich noch zeigen? Beschäftigen die sich mit dem Tennissport? Und kennen die Zählregeln? Wissen die, was ein Tiebreak ist? Und so weiter. Ich kann hier mal 1, 2 Fragen aus diesem Test gerne mal vorlesen. Beispielsweise eine Frage, ganz einfach, für die natürlich, die es kennen, aber für Kinder unter Umständen immer noch ein großes Fragezeichen hinter. Ein Spieler, der 2 Punkte in einem Spiel gemacht hat, hat einen Punktestand von. Und dann Multiple Choice, 10, 15,
20, 30 oder 40? Ganz einfache Frage für uns, aber für die Kinder, die noch nie gezählt haben, ja, die stehen dann vor einer großen Hürde und wissen das nicht. Ja, und dann kann man das mit denen im Nachgang besprechen und denen die Zählweise zeigen. Oder, was ich immer ganz gerne hier auch eingebunden habe, um einfach mal zu schauen, beschäftigen sich die Kinder mit Tennis allgemein? Haben die schon mal was davon gehört, was zum Beispiel ein Grand Slam Turnier ist? Welche Bezeichnung wird für die 4 wichtigsten Turniere im Tennis verwendet? A. Grand Park, B. Grand Ma, C. Grand Slam oder D. Grand Katastrophe. Ja? Das sind natürlich Fragen, die muss man natürlich jetzt nicht unbedingt als Tennisspieler wissen, aber es gibt mir eine Rückmeldung, ein Feedback, was wissen die Kids über Tennis. Eine sehr beliebte Frage, die ich hier auch noch drin habe, möchte ich auch noch mal kurz eingehen. Nenne einen Tennisspieler, der aktuell in der Weltrangliste vertreten ist. Das ist meine absolute Lieblingsfrage. Warum? Ich wette mit euch, wenn ihr diesen Test macht mit euren Kids, da schreiben 9 von 10 schreiben Boris Becker rein. Boris Becker, Steffi Graf. Das ist einfach absolut genial. Ja, da sieht man wirklich, ja, was bei den Kids hängen geblieben ist, aber nicht, was der aktuelle Stand ist. Also die beschäftigen sich nicht mit dem aktuellen Tennis, aber wissen, da war mal ein Becker, ja, der hat mit 17 Wimbledon gewonnen und der muss richtig gut gewesen sein. Nicht nur, weil er mit irgendwelchen Schlagzeilen, privaten Schlagzeilen jetzt auf sich aufmerksam gemacht hat und damit in den Medien steht, aber da sieht man einfach auch mal, wie wirklich die Situation ist, dass eben relativ wenig Tennis übertragen wird im Free-TV, dass man über Pay-TV die geilsten Turniere einfach nur sehen kann. Und da sieht man wirklich das Problem. Also ganz interessanter Test, hier in der Videobeschreibung für euch, kostenlos natürlich zum Download. Macht das mal, ist wirklich ganz interessant. Kommen wir zu meinem Tipp Nummer 2. Und jetzt kommen wir zu Sachen, die ihr machen könnt und wofür ihr natürlich nicht viel Platz braucht. Denn angenommen Regenunterbrechung, ihr könnt nicht auf dem Court, ihr habt keine große Fläche. Und dann reicht es, wenn ihr einen Unterstand vor eurem Clubhaus habt, wenn ihr ins Clubhaus reingehen könnt und habt da vielleicht einen kleinen Raum. Und da könnt ihr die folgenden Tipps eigentlich schon ganz gut machen. Mein Tipp Nummer 2 ist Core Performance. Core Performance ist ein Aufwärmprogramm, was ihr euren Teilnehmern einfach auch mal zeigen könnt. Ihr könnt ihnen zeigen, wie können sie sich warm machen, wie bereiten sie sich optimal auf den Wettkampf vor. Und ich habe zum Thema Core Performance schon mal ein sehr, sehr gutes Video gemacht. Mit 10 Beispielübungen habe ich damals mit dem Timo vom Tennis Point Store in Kassel gemacht. Und wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch, nachdem ihr dieses Video fertig geguckt habt, einfach mal an. Ich verlinke euch hier. Und bei Core Performance braucht ihr keinen großen Platz. Ihr braucht eine kurze kleine Bahn und dann könnt ihr die Übungen wunderbar auch bei schlechtem Wetter euren Teilnehmern, Trainingsteilnehmern zeigen. Kommen wir zu meinem Tipp Nummer 3, nämlich Stabilisationsübungen. Und bei den Stabilisationsübungen, da braucht ihr noch weniger Platz als bei der Core Performance. Ihr braucht einfach eine schöne Unterlage, ein Handtuch oder hier so eine Gymnastikmatte. Und dann könnt ihr Stabilisationsübungen wunderbar machen, wenn es draußen regnet und das Wetter einfach schlecht ist. Geht ihr ins Clubhaus und los geht's. Worum geht es bei diesen Übungen? Es sind meist statische Kraftübungen, wo es darum geht, ein Körpergewicht relativ lange zu halten, stabil zu halten und damit die Stabilität im Oberkörper zu optimieren, zu fördern. Die Übungen dienen in erster Linie der Verletzungsprävention und natürlich auch der Kräftigung der Rückenmuskulatur und damit eben auch wieder präventiv etwas gegen Verletzungen zu machen. Zum Thema Stabilisationsübungen werde ich in Kürze auch mal ein Video machen. Das findet ihr dann hier in dem Kanal und dann werde ich euch hier verlinken. Solange werde ich euch noch mal ein anderes Video hier einblenden und empfehlen, wo ich denke, das sind eigentlich ganz gute Übungen, die man fürs Tennis auch machen kann. Stabilisationsübungen könnten zum Beispiel so aussehen. Klassische Übung wäre zum Beispiel der hier. Ja, einmal halten, hier, Rücken gerade halten, Kopf nach unten und dann rechter Arm ausstrecken, linkes Bein nach hinten. Wunderbar zur Kräftigung der Rückenmuskulatur. Jede Seite so 20 Sekunden, 25 Sekunden. Dann gibt es zum Beispiel auch noch diese Übung hier, ebenfalls schön zum Stabilisieren. Rückenmuskulatur, obere Rückenmuskulatur. Oder dann gibt es natürlich noch den Klassiker. Ja, hier auch mit Arm nach oben
Genau. Kommen wir zu meinem vierten Tipp. Und ja, ihr kennt es mit Sicherheit, das hier ist eine Black Roll und mit der Black Roll könnt ihr wunderbar auf einem kleinen Raum arbeiten. Hier braucht ihr natürlich jetzt schon so ein bisschen Wareneinsatz, also so eine Black Roll ist nicht ganz so günstig. Es gibt günstige und natürlich auch die Originalmodelle. Wenn ihr euch so ein Ding mal zulegen wollt, ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung Bezugsquellen, da könnt ihr mich auch ein bisschen unterstützen. Und ja, wenn ihr eine Black Roll habt und einen Bereich, wo ihr das durchführen könnt, dann geht ihr einfach rein und arbeitet im regenerativen Bereich. Auch dazu habe ich schon ein sehr umfangreiches Video mit dem Timo gemacht. Ich blende euch hier ein paar Sachen ein, die wir zusammen gemacht haben. Wenn ihr das ganze Video sehen wollt, dann einfach auf den Link klicken. Ich blende euch das Video hier oben an der Stelle ein. Kommen wir zu meinem Tipp Nummer 5. Ja, das kennt ihr natürlich alle, Springseile. Ein guter Tennistrainer hat immer Springseile dabei und Seilspringen ist ein sehr effektives Kraft-Ausdauertraining, was man wunderbar auch bei schlechtem Wetter machen kann. Und ja, könnt ihr wunderbar Übungen mitmachen. Ich blende euch jetzt auch hier wieder mal ein Video ein. Ich habe noch kein eigenes zum Thema Springseil gemacht, aber ja, auch eine super Sache. Und ihr werdet vor allen Dingen feststellen, dass das koordinativ, dass sich da viele Kinder sehr, sehr, sehr schwer tun. Also da habe ich die tollsten Sachen gesehen, ja. Die können da gar nicht mit umgehen, sondern arbeiten hier, ne, diese Geschichte. Und da könnt ihr als Trainer wunderbar die Zeit nutzen, wenn es draußen regnet, einfach auch mal zu zeigen, wie man sich mit so einem Seil warm machen kann, was für Übungen man machen kann. Ausdauertraining, also eine super Sache. Das ist mein Tipp Nummer 5. So, kommen wir zu meinem letzten Tipp Nummer 6 und das sind Koordinations- und Reaktionsübungen. Ich blende euch hier mal eine Szene ein von meinem Trainerkollegen Gero. Der hatte beispielsweise, wo mal schlechtes Wetter war, einfach in unserem Unterstand ein paar Sachen vorbereitet für hier die 2 Kids, wie ihr es seht. Und da gibt es einfach ein paar Reaktionen, Koordinations-, Schnelligkeitsübungen, die man auf einem ganz kleinen Raum machen kann. Und wunderbar kann man hier die Zeit nutzen. Die Kinder sind in Bewegung, es macht denen Spaß und lernen dabei was und entwickeln sich natürlich dann auch weiter. Ja, das waren sie dann auch. Meine 6 Tipps, was ihr machen könnt, wenn ihr nicht auf dem Court arbeiten könnt, wenn schlechtes Wetter ist. Oder was ihr natürlich auch einfach so, ohne schlechtes Wetter, alternativ zum Tennistraining machen könnt. Es gibt mit Sicherheit noch ganz, ganz viele weitere Sachen, die ihr machen könnt, wenn es regnet. Lasst sie mich doch einfach wissen. Schreibt mir doch mal in den Comments, wie geht ihr mit dem Thema Regenunterbrechung um in eurem Club? Welche Möglichkeiten habt ihr bei euch in eurem Verein? Und es würde mich sehr, sehr, sehr interessieren, wie ihr das Thema Regenunterbrechung angeht, was ihr für Übungen, vielleicht habt ihr noch weitere Übungsvorschläge. Lasst sie mich wissen, schreibt es mir hier in den Comments. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann drückt auf die Glocke, abonniert meinen Kanal und dann verpasst ihr in Zukunft kein Video mehr von mir. In dem Sinne sage ich ciao, ich genieße jetzt noch ein bisschen das gute Wetter. Bis dahin, euer Martin, bye bye.